Kryptowährungen, sind das die Alternativen zu unserem etablierten Bankensystem, also dezentral organisiert und nicht durch Staaten oder deren Zentralbanken gesteuert? Oder ist das vielleicht doch nur ein einziger großer Betrug? Skandale, Schneeballsysteme und Totalverluste prägen nämlich auch das Image. Dem gehe ich heute mal genauer auf den Grund, und zwar hier auf der größten deutschen Tagung zum Thema Kryptowährungen an der Frankfurt School of Finance and Management. Schauen wir mal rein. Kryptowährungen haben in den letzten Jahren eine starke Veränderung erlebt. Von einem anfänglich hochspekulativen Nischenprodukt in den gewohnten Mainstream. Es gibt über 8700 Kryptowährungen und die Top 3 nach Bekanntheit sind Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Allein Bitcoin verfügt über einen Wert von über 500 Milliarden $. Neben Trading-Apps und Neo-Brokern kann man heute auch bei traditionellen Finanzinstituten wie bei einigen Volksbanken Kryptowährungen kaufen. Trotz aller Risiken und Kursabschwüngen bleibt die Nachfrage nach dieser rein digitalen Anlagemöglichkeit weiter hoch. Woran das liegt, erklärt mir Professor Philipp Sandner. Er gilt als einer der gefragtesten Krypto-Experten in Deutschland. Herr Professor Sandner, wie bewerten Sie denn den aktuellen Stand von Kryptowährungen in Deutschland? Ja, also der Bereich geht gut voran. Es gibt Banken, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Regulierung zieht nach. Das Finanzministerium hat entsprechende Regeln erstellt. Die Europäische Kommission hat weitere Regeln erstellt. Der ganze Bereich professionalisiert sich also. Und es betrifft natürlich primär die großen Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und ein paar andere. Das ist wahrscheinlich das, was hier momentan im Fokus ist. Trotz dieser Fortschritte ist das Bild von Krypto in der Öffentlichkeit derzeit eher etwas negativer geprägt. Banken, Unternehmen, Behörden tun sich teilweise schwer, das Thema zu verstehen. Das ist aber nicht nur die Technik, sondern eben auch die Regulatorik. Die Regeln sind nicht einfach gebaut. Also das heißt, man muss hier wirklich das gesamte Regelwerk gut verstehen, um dann zum Beispiel auch als Staat ganz klar ermessen zu können, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also die Komplexität ist hier enorm. Weitere Risiken sind natürlich Hackerangriffe und Ähnliches, wie es eben leider ab und zu kommt. Und insofern gibt es schon einige Risiken, aber ich bin mir auch relativ klar, dass eigentlich der Nutzen der Technologie ganz klar überwiegt. Die negativen Schlagzeilen rund um einen unregulierten Markt und große Pleiten beherrschen das öffentliche Meinungsbild. Vor allem die Pleite der weltweit zweitgrößten Kryptobörse FTX mitsamt Milliardenverlusten für Anleger hat heftig am Image der Branche gezerrt. Experten warnen davor, sein Geld in die Obhut von Unternehmen zu geben, die aus unregulierten Ländern agieren. Aber gerade daher stellt sich die Frage, wie sicher ist eigentlich mein Geld, wenn ich es in Bitcoin, Ethereum und Co. packe und die Transaktionen über ein deutsches Finanzinstitut abwickle? Stefan Mögelin von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin sagt dazu Folgendes. Mit Blick auf den deutschen Finanzmarkt und im Unternehmen besteht eine gewisse Sicherheit, weil eben Dienstleistungen in Kryptowerten in Deutschland erlaubnispflichtig sind. Von daher gibt es einen gewissen Schutz. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, besteht kein weiterer Schutz. Welche konkreten Maßnahmen unternimmt denn die BaFin, um solche Pleiten vielleicht auch in Deutschland zu verhindern? Also zum einen besteht ja eben die laufende Aufsicht, weil daher wird insbesondere in diesen Geschäftsmodellen ein spezifischer Fokus darauf gelegt, wie das Risiko gesteuert wird. Und gleichzeitig flankiert der Gesetzgeber eben durch zusätzliche Bestimmungen, dass in den Kryptobörsen oder auch Kryptoverwahrern spezifische Trennung von Kundengeldern oder Kundeninvestments und den Vermögenswerten des Unternehmens selbst erfolgt. Die BaFin sagt also, dass ein großer Finanzskandal im Bereich Kryptowährungen in Deutschland eher unrealistisch ist. Neben einem möglichen Ausfallrisiko durch Betrugsszenarien müssen Anleger aber auch darauf achten, dass es zu heftigen Kursschwankungen kommen kann. Wer trotz der Risiken sein Geld in Krypto stecken möchte, sollte sich daher fragen, welche der einzelnen Währungen besonders vielversprechend für Privatanleger auch zukünftig sein könnten. Was schon klar ist, ist, dass wenn man sich vertieft mit Ethereum beschäftigt und auch vertieft mit Bitcoin beschäftigt, kommt man schon zum Ergebnis, dass es tolle Technologien sind, die auch durchaus Preissteigerungspotenzial haben können. Selbst wenn man sich mit der Thematik intensiv beschäftigt, sollte man sich also überlegen, ob und wenn ja wie viel man wirklich in diese risikoreiche Anlageklasse investieren möchte. Ein großer Betrug ist das alles jedoch nicht, da die Technologie, die hinter den Kryptowährungen steht, in Zukunft für Unternehmen vielversprechend sein wird.
Der Wissensaustausch hier auf der Konferenz zwischen Banken, Start-ups und Branchenexperten verheißt, dass das Thema auch weiter großen Zulauf und Interesse von verschiedenen Stellen bekommt.